In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Chaikin Oscillator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst öffnen wir den Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Hier werden wir unseren MQL-Code für den Expert Advisor programmieren. Der erste Teil des Codes enthält die notwendige Bibliothek für die Handelsfunktionen. Die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify. Diese Klasse hilft uns bei der Verwaltung aller Handelsoperationen, einschließlich des Öffnens und Änderns von Positionen. Als nächstes definieren wir mehrere Parameter für die Strategiekonfiguration. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars gibt den historischen Bereich für die Analyse von Höchst- und Tiefstständen an, den wir zwischen 1 und 1000 Kerzen einstellen können. Der Parameter Min Candles Back gibt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief an, das zwischen 5 und 50 Kerzen eingestellt werden kann. Der Parameter Trailing Offset gibt eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop an, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegt. Die Parameter Fast EMA und Slow EMA definieren die Perioden für die schnellen und langsamen Exponential Moving Averages, die im Chaikin Oscillator verwendet werden. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Chaikin Handle enthält das Handle für den Chaikin Oscillator Indikator, während Chaikin Buffer ein Array ist, in dem die Chaikin-Werte gespeichert werden. Das Array Price Data wird verwendet, um die Kursdaten Open, High, Low und Close zu speichern. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des Chaikin Oscillator Indikators mit der Funktion iChaikin. Diese Funktion nimmt das Symbol, den Zeitrahmen, die schnelle EMA-Periode, die langsame EMA-Periode, den Modus und den Volumentyp als Parameter entgegen. Außerdem konfigurieren wir die Arrays Chaikin Buffer und Price Data als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Weiter geht es mit den Funktionen zur Positionseröffnung. Die Funktion Open Buy Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol Info Double Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Diese Methode nimmt mehrere Parameter entgegen: das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einem Volumen von 0,10 Lots, was 10 Mikrolots entspricht. Der Einstiegskurs wird auf den aktuellen Ask-Preis gesetzt und sowohl der Stop-Loss als auch der Take-Profit sind deaktiviert. In ähnlicher Weise führt die Funktion Verkaufsposition eröffnen eine Marktorder für eine Verkaufsposition aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open mit den entsprechenden Parametern auf. Auch hier verkaufen wir 0,10 Lots, wobei der Einstiegskurs auf den aktuellen Bidpreis gesetzt wird und kein Stop-Loss oder Take-Profit vorgesehen ist. Die Funktion onTick ist das Herzstück unserer Strategielogik und wird bei jedem Tick ausgeführt. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Array zum Speichern der Daten. Außerdem laden wir die Werte des Chaikin Oszillators aus dem Indikator-Buffer mit Hilfe der Funktion CopyBuffer, die das Indikator-Handle, den Bufferindex, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Werte und das Array zum Speichern der Werte benötigt. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable mit dem Namen OpenPosition auf False und setzen den aktuellen Positionstyp auf Position Type Buy als Standardwert. Anschließend durchsuchen wir alle offenen Positionen, um relevante Positionen für das aktuelle Symbol zu finden.
Wenn wir eine offene Position finden, setzen wir Has Open Position auf True und aktualisieren den aktuellen Positionstyp entsprechend. Nun gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Für die Kaufbedingung prüfen wir, ob der Chaikin-Oszillator den Nullpunkt überschritten hat, was auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Kaufposition öffnen auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir das niedrigste Tief für das Setzen eines Trailing Stops mit Hilfe der Eingaben Lookback Bars und Min Candles Back. Wir verwenden die Funktion iLowest, um den Index des niedrigsten Tiefs zu ermitteln und den entsprechenden Kurs abzurufen. Wenn der Low-Index größer oder gleich Min Candles Back ist und der aktuelle Schlusskurs über dem letzten Low liegt, berechnen wir ein neues Stop-Level und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf, um den Trailing Stop zu aktualisieren. Für die Verkaufsbedingung prüfen wir, ob der Chaikin Oscillator unter Null gekreuzt hat, was auf ein mögliches Abwärtsmomentum hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir das höchste Hoch, um einen Trailing Stop zu setzen. Wir verwenden die Funktion iHighest, um den Index des höchsten Hochs zu ermitteln und den entsprechenden Kurs abzurufen. Wenn der Index des Hochs größer oder gleich Min Candles Back ist und der aktuelle Schlusskurs unter dem letzten Hoch liegt, berechnen wir ein neues Stop-Level und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen und prüft, ob sie dem aktuellen Symbol und Positionstyp entsprechen. Bei Kaufpositionen aktualisiert sie den Stop-Loss, wenn das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn der Stop-Loss nicht gesetzt ist. Bei Verkaufspositionen wird der Stop-Loss aktualisiert, wenn das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn der Stop-Loss nicht gesetzt ist. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Sobald der Code erfolgreich kompiliert ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. In MetaTrader drücken wir die Tasten STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen, der Trades auf der Grundlage der Chaikin Oscillator Signale ausführt. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Vorschlägen schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Chaikin Oscillator für Handelsentscheidungen nutzt. Wir haben die Logik für die Eröffnung von Kauf- und Verkaufspositionen, die Verwaltung von Trailing Stops und die Analyse von Kursdaten mit MQL-Code programmiert. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben und wir sehen uns im nächsten Video wieder.